Hallo, liebe Freunde da draußen. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von, ja, genau, The Stanley Parable spielen wir weiter. Und, ich weiß nicht, was passiert. Ich habe gerade das Spiel neu gestartet und, weil ich seit gestern nicht mehr gespielt habe, jetzt stelle ich mal so ein. Ja gut, das ist ja natürlich jetzt von Bildschirm zu Bildschirm unterschiedlich, ne? Für euch da draußen wird es vielleicht anders aussehen. Bitte passt den Regler so an, dass der Hund und die Katze Freunde werden. Okay, machen wir das. Bitte passe den Regler so an, dass die Nummer 5 zu Nummer 9 wird. Warte mal, das hier ist eine 9. Und bitte passe den Regler so an, bis du aufhörst, den Regler anzupassen. Er hat sich neue Regler besorgt. Er hat gesagt, er besorgt. Welches dieser beiden ausgedachten Wörter findest du ansprechender? Ukobinkal oder Skrumtutsch? Skrumtutsch finde ich besser. Skrumtutsch finde ich super. Bitte passe den Regler nicht an. Habe ich trotzdem gemacht. Weißt du, welche Uhrzeit es gerade ist? Ja, weiß ich. Ist die Uhrzeit, die es gerade ist, die korrekte Uhrzeit? Ja, ich glaube schon. Was ist Zeit überhaupt? Ja. Gibt es etwas über dich, das du mir noch nicht erzählt hast? Ja. Hilfe. Ja, bitte. Wirst du zurückkommen, um mich zu besuchen? Ja, klar. Haha, okay, Leute. Willkommen zurück zu einer neuen Episode. Es geht weiter. Es macht mich verrückt. Es macht mich verrückt. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a Kommt das big jedes building where Mal? Also, vielleicht gucke ich mir beim nächsten Mal, gucken wir uns das Intro nochmal an, okay? Psst, Stanley, come over here. In Nein. the vent. I want to show you something. Oh, you don't want to see the cool surprise I made for you? Well, fine. You're a dork anyway, so who cares? Was? Alter, warum ist er jetzt so beleidigt? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Gucken, ob es hier irgendwas Neues gibt. Mal ein bisschen rumforschen jetzt. Ich habe ja jetzt wieder ein paar Tage Yet there was not a single dazwischen. person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his... Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Nein, er will aber nicht. Ich will gerne hier bleiben. Oh Gott. Mein Auge There was juckt. nothing here. No choice to make, Und jetzt no muss ich path to niesen. follow. Just an empty broom closet. No reason to still be here. Oh, danke, Gesundheit. Oh Gott, ich habe hier... Oh, hier ist irgendwie eine Allergie drin. Ach du meine Güte. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ja, wir gehen nochmal ins Bossbüro. Ich muss die ganze Zeit... Ich muss niesen. Gehen wir mal ins Bossbüro, aber... Moment. Wieso ist sie jetzt zu diesmal? Okay, das ist jetzt komisch. War da nicht beim letzten Mal offen? Da war doch offen, oder nicht? Oh nein, habe ich da jetzt was verpasst? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway.
Ich meine, ich bin hier ja schon mal gewesen jetzt, ne? Also, erlebe ich jetzt dasselbe nochmal zweimal? Oder... Es ist echt schwierig. Es ist echt schwierig herauszufinden, was genau hier eigentlich passiert. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Okay. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ich gehe diesmal in das Although this Escape-Ding. passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Okay, echt jetzt? The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Nee, will ich aber nicht. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Ja, vielleicht. Oh, das ist echt eine ziemliche Todesluke. Hallo? Oh. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Auf Wiedersehen. Hä? "Farewell, Stanley," cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Oh. Okay. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Das weiß ich auch nicht so genau. Gehen einfach mal rein. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Ah, okay. Guck mal, Büro Grundriss. Im Laufe der Entwicklung wurden Abschnitte hinzugefügt. Achso, das ist dann der Gang. Es war wichtig, das Spieltempo in diesem ersten Abschnitt richtig einzustellen. Dieser Korridor wurde verschoben und verändert, um sicherzustellen, dass der Spieler die beiden Türen in einer guten Zeit erreicht. Das ist hier so das Stanley-Museum, oder wie? Das Büro. Wir müssen auch nochmal in diesen atomaren Gedankenkontrollraum und auf Ja drücken am Ende, gell? Haben wir auch noch nicht gemacht. Knopfgeräusche. Bürocomputer. Die machen wir erstmal aus. Sparen wir mal Strom. Credits. Sind wir jetzt tot? Ist das das Ende des Spiels? Das Büro. Wartungsraum. Schlachtfeld. Schon früh in der Entwicklung haben wir ein Ende entworfen, bei dem Stanley auf einem Schlachtfeld landet und gegen Aliens kämpft. Das Actionspiel sollte empfindungsfähig werden und Krieg gegen den Erzähler führen.
Kurz nachdem wir mit der Entwicklung begonnen hatten, merkten wir, dass das viel zu witzig und kurz gedacht war für den Charakter des Spiels. Außerdem wurde es von manchen Leuten so interpretiert, dass das Spiel sich über Leute lustig macht, die Ego-Shooter mögen, was nicht unsere Absicht war. Der Wohnungstimer. In einer frühen Version des Entscheidungen, die zum Apartmentende geführt hat, hat ein Timer einen 15 Sekunden Zeit gegeben, um ans Telefon zu gehen. Wenn man nicht ans Telefon gegangen ist, hat das zu einem anderen... Warte mal, wo? Wo soll das gewesen sein? Stanleys Büro von links nach rechts. Die Entwicklung von Stanleys Büro im Laufe der Zeit. Das erste wurde im November 2011 erstellt, das zweite im März 2012. Ach so, okay. Sehr schöne Entwicklung unseres Büros eigentlich. Spieldesignmodell. Das ist das Level, das William, der Leveldesigner Davy, dem Autor als eine Art Vorspielstück geschickt hat. Die Stärke des Levels führte dazu, dass William für das Design des gesamten Spiels eingestellt wurde. Obwohl sich viel an der Umgebung geändert hat, ist der Grundriss dieses Modells immer noch im Spiel enthalten. Aha. Okay. Der Countdown-Raum. Überwachungsaufzug. Freiheitsende. Das ist das Freiheitsende, wie es in der Beta-Version vorkam. Countdown-Schreibtisch. Eine Zeit lang konnte der Aufzug im Monitorraum nach oben oder unten fahren. Mit Freiheit oben und Countdown unten. Das haben wir aufgegeben, weil die Spieler es so schwierig fanden, sich zu merken, was oben, was unten war. Und haben stattdessen die beiden Enden zusammen... Hä? Eine Bürouhr? Probably spend the next hour trying to solve it. Here, I'm just going to make this easy on you. Now look closely, Stanley. See how it's impossible for the player to do anything in this room? Perfect example of poor level design. Stanley walked through the green door. It's the kind of thing you'd pick up on intuitively if you had even the most... Gott, das macht einen verrückt. Moment, da. Und dann sind wir links gegangen. Okay, wir gehen mal weiter. Ah, ich weiß nicht, was dieses Spiel von einem möchte. Das ist verrückt. Das macht einen wahnsinnig. Ist das jetzt wirklich so ein... Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Ich hab mal drauf geklickt. Can you see how much they need one another? Nicht so wirklich. Nee. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. Nein! If you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Hallo? Hallo? Ist es vorbei? Okay. Psst. Stanley! Nein, ich kann jetzt nicht. In the vent. Oh, you don't want to see the cool surprise I made for you? Well, fine. You're a dork anyway, so who cares? Später vielleicht. Ich wollte jetzt noch mal hier... When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ich gehe noch mal zur Linken. Ich wollte in diesen Countdown-Raum noch mal rein. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office.
Guck mal, jetzt geht's wieder auf. Okay, ich fahre mal nach oben. Oh yeah, Fahrstuhlmusik. Ein schöner, lockerer Bossa Nova. Wir entspannen uns und kommen auch mal ein bisschen auf andere Gedanken. Und singen die da meinen Namen in dem Lied? Ach ja, oh, es geht aber echt weit nach oben. Gibt's hier irgendwie eine Etagenanzahl? Ist das normal? Muss das sein? Oder? Wie lange müssen wir noch fahren, um... Hallo? Wie lange... Hallo? Wann... Ja, okay. Also, Leute. Naja, ansonsten, ne? Heute ist Samstagabend und, jo, die Kurze schläft und ich habe mich entschlossen, halt ein bisschen was für den Urlaub im Voraus aufzunehmen. Diesmal bin ich ganz früh dran eigentlich, fast einen Monat vorher. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber anderstechnisch bin ich heute für den Samstag an sich versetzt worden und naja, was macht man da so, ne? La la da 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 da. Ja. Hallo, gibt's hier irgendeinen Ausweg? Hä? Komm schon, das muss doch irgendwie... Echt jetzt? Echt jetzt? Da kommt nix sonst? Nee, oder? Komm, da muss doch was passieren. Ey, ich pausiere mal die Aufnahme und warte mal so 2-3 Minuten. Also ich habe jetzt echt lange gewartet, aber hier passiert echt wirklich gar nichts. Keine Ahnung, ob es dafür noch einen Erfolg gibt, wenn man wirklich lange wartet oder ob irgendwas passiert, wenn man richtig lange wartet. Oh Mann, ey. Stepping into his manager's office, Stanley was Was ist, wenn ich hier eigentlich den falschen Code eingebe? Not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Also der geht nur in eine Richtung. Ich wollte mal gucken, ob der vielleicht noch nach oben geht, weil nur weil es unten leuchtet, heißt das nicht, dass das irgendwie was Gutes ist. Was ist das hier eigentlich für eine Markierung? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Diesmal schalten wir so ab, oder? The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Das wissen wir alle irgendwie nicht, ne? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed.
Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals. Da oben müssten wir reduced sein, to oder? images on a 427 screen, dann. And Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom 423. meant nothing. Aber alle sind verschwunden. Keiner ist mehr da. Wo sind This wir alle hin? mind control facility. It was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Vielleicht. Okay. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Haben wir das nicht alle irgendwie? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. Echt jetzt? Das war's schon wieder, oder was? Blackness Oh. and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Sie Stanley öffnet wirklich reflected sehr on how langsam. many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Tut Stanley das? Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Ah. Irgendwas passiert jetzt. Sowas ist nicht von langer Dauer. Zack. Und da sind wir wieder am Anfang. Naja gut. Wir werden uns ein paar neue Wege aussuchen und schauen, was wir noch so finden und gucken und vielleicht... Ich weiß gar nicht, bin ich schon durch die rote Tür gegangen? Ich bin immer durch die blaue Tür. Aber bin ich auch durch die rote Tür gegangen? Kann gut sein. Ich weiß es nicht mehr so genau. Das Spiel macht einen Wirsch. Und man weiß nicht, was man schon gesehen hat und was nicht. Und dann läuft man immer weiter, um zu gucken, ob man irgendwas nochmal machen muss oder irgendwas schon gefunden hat oder nicht. Wir machen einfach irgendwas anderes, wo ich ganz sicher bin, dass wir es noch nicht gemacht haben. Also Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle. Wie mache ich herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen da draußen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao mit Au.